Meine Tante fand das sehr schön. Sie war auf mich stolz und sagte, ich bin ein Star. It's always great to be here at Be Voice here in Berlin, and let's say the starting point is always a challenge. René comes to Holland, tells us about what the subject is going to be, this time dimensions, and it starts a bit scientifically. We divide different subjects with the teachers, and then let's say magic will happen. So that means every group works here for a week, and for us it's like we've got the music, we've got an idea about dimensions, but there's not a real choreography yet. That's something we're really making together with the students, and that's really, you know, the magical thing that's happening. So music, dance, everything comes together, and also starting from Monday with students who don't know anything about theater. And then if you look at them on a Friday, it's really wow. But for me it was also a special thing, because this time we not only had to work with high school students, but we also had children from elementary schools. And it means small children who also had to make their dance and dance together and sing together with the high school kids. Und das bedeutete dann halt, dass wir in den Pausen dann zu unserer Schule fahren mussten mit dem Ersatzverkehr, was ungefähr 40 Minuten oder so weg ist, und das war halt extrem anstrengend. Ist das jetzt ernst gemeint? Dann verpassen wir doch das, wie sollen wir das nachholen und so. Und das war halt echt stressig, aber wir wurden halt auch ab und zu dahin gefahren, aber es war halt auch machbar. Vincent und Twan sehr schön war, unser Singlehrer war, er konnte selbst sehr schön singen, und Vincent war sehr witzig und er sagte immer, ich hasse Kinder. Ich bin dann erst total erschreckt, wenn ich in die Schule kam, weil diese Schüler so jung waren. Ich habe keine Erfahrung mit diesem Alter. So ab 13, 14 Jahre arbeite ich gerne mit Jugendlichen, das geht auch gut, aber so jung, das hatte ich noch nie gemacht. Und dann habe ich mich mit diesen Kindern zusammengesetzt und habe über das Thema, über Dimensionen erzählt. Und ich habe dann eine Münze auf den Boden gelegt und habe gesagt, Leute, das ist eine dreidimensionale Münze, aber wenn man nur an der Seite guckt, dann sieht man einen Strich. Und das ist die 2D-Welt. Und dann haben sich die Kinder alle auf den Boden gelegt, um zu gucken, wie das dann aussieht. Und die haben sich direkt reinversetzt. Die haben Fantasie gehabt und Ideen zum Thema. Und das fand ich toll. Ich konnte mit denen viel besser über Dimensionen reden als mit den Erwachsenen. Ich war einfach aufgeregt und ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und dann habe ich mich erstmal mehr reinversetzt in die Rolle. Dann war es gut für mich. Man ist aufgeregt und ja, man wusste auch nicht, was jetzt passieren wird, aber man ist auch schon sehr aufgeregt auf die Premiere. Ja, und man hofft, man hat kein Lampenfieber oder so. Und da haben wir gesungen. Und das Singen war sehr schön mit Twan. Zum Beispiel das Rausfahren, das Fernsehturm. Das hat sehr Spaß gemacht. Ja, und die Lieder waren auch sehr schön. Also es war auch einfach, die auswendig zu können. Let's say
that was a really fun thing for me to do because that was something I was allowed to make. And I hope for everybody to see at the performance the magic that we experienced every day now with all the groups, also with the small children who are almost as good as professional adults. Good luck. Also die Generalprobe vor dem ersten Auftritt am Freitag war das. Sollten wir alles nochmal durchgehen. Es hat eine Generalprobe gewesen und darunter kam natürlich auch mein Solo. Und ich war trotzdem sehr nervös, auch wenn ich Tipps schon vorher von den Musiklehrern bekommen habe, war ich sehr nervös, weshalb ich auch sehr leise gesungen habe. Doch dann hat René mich motiviert, ich habe ihn angeguckt und musste irgendwie an die Tipps der Musiklehrer denken und die ganzen Unterstützung, die eigentlich hinter mir ist. Und je mehr ich diese Motivation gesehen habe, desto mehr hat es mich auch motiviert. Also er hat mich halt auch richtig angefeuert und das hat mir auch sehr viel Mut gegeben, das Ganze zu singen. Das Taschengeld, was ich als Kind bekommen habe, war zu meinem Bruder kein Vergleich. Was man mir in der Firma für einen Monat gab, Frechheit, die Männer werden reich. Ja, für uns Lehrer war das am Anfang aufregend, weil wir die Schüler ich hatte das Gefühl, ich muss die zwingen dazu. Und ich selber war gar nicht für dieses Projekt. Ich hatte irgendwie gar keine Lust auf dieses Projekt. Dachten wir so, ja, wir sollen jetzt bis 18 Uhr dort bleiben, obwohl wir eigentlich immer meistens so um 14 Uhr Schluss haben. Und das hat halt ein paar die Freizeit gekostet und waren viele nicht zufrieden damit. Als sie alle darüber geredet haben, hatten die meisten von uns keine Lust, da mitzumachen. aus der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es sich meistens lohnt, sie zu zwingen. Am Anfang des Projektes dachten wir alle, ja, was soll denn das und so und hier dies und das. Also der erste Tag war für mich so null Bock. Und ich habe das eigentlich am ersten Tag schon gemerkt, dass nachdem die dann auch fast alle aufgetaucht sind, dass die gar keine abwehrende Haltung gezeigt haben. Okay, man hat die ersten Schritte im Tanzen gemacht, man hat erstmal gesungen. Das war ein bisschen langweilig und ich hatte auch irgendwie dann keinen null Bock dann. Die haben aber einfach mitgemacht und ich habe am Anfang noch bemerkt, wie die Mädchen so ihre Haare ständig korrigiert haben beim Tanzen auch. Aber dann irgendwie Dienstag, dann haben wir so unser Stück fast fertig gehabt. Mittwoch waren wir komplett fertig mit unserem Stück. Dann haben wir noch mit anderen Gruppen, da hatte ich noch singen. Also wir waren ja in 4 Gruppen und jeder hat irgendwie etwas anderes getanzt und es war irgendwie toll anzusehen, wie die anderen auch irgendwie das gelernt haben, das zu tanzen. Dann war auf einmal so richtig so, ich wollte unbedingt dabei sein. So. Ich wollte sogar früher aufstehen, dass ich zum Projekt gehe, obwohl es erst um 8:30 Uhr angefangen hat. Ja. Manche Schüler weigern sich eigentlich total, aber irgendwie, wenn sie das mitkriegen, das macht ja eigentlich Spaß, machen sie auch eher mit. Und am Ende, also die haben sich so verändert, haben sich so viel abgeguckt und einfach dann mitgemacht mit den Profitänzern dann. Jede Schuppe hat gestern aufgemacht. Ich zieh mir schnell einen Döner rein. Das wäre doch genau. Also ich fand es auch toll, dass wir die Texte selber geschrieben haben und dadurch halt unsere Ideen in ein Theaterprojekt eingebaut haben. Das hat mich total gewundert, weil sie bei mir trotzdem dann sagen, was ist das für ein Lied, das ist voll uncool. Gerade deutsche Texte sagen sie immer, meistens, das ist uncool. Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, nur mit arabischen Liedern gehabt, mit Deutschen nicht so oft, aber ja, jetzt habe ich so deutsche Lieder bekommen und ich war irgendwie auch sehr überrascht. Es gab halt ein paar ähnliche Sachen wie im Arabischen. Braucht keinen E-Roller zu fahren, vom Laufen bleibt. Ich habe noch nie vor Publikum gesungen, deswegen war es auch ein bisschen aufregend. Ich war auch ein bisschen aufgeregt davor. Ja, ich war total stolz. Ich habe bei der ersten Probe schon Gänsehaut bekommen und war ganz aufgeregt mit denen zusammen.
ist einfach unbeschreiblich so. Vor Publikum ist es komplett anders, als wenn man vor Freunden oder so singt. Genau. Und fand auch die Stimmung, also wie die Stimmung jetzt in den Klassen und wie sie mich begrüßen jetzt immer noch, sehr schön. Und mein Mittelstufenchor ist seit dem Projekt um 12 Leute gewachsen. Also alles in allem hat sich der ganze Stress, also die so am Anfang so ein bisschen dazu zu bringen, das mitzumachen, hat sich der schon sehr gelohnt. Also für die Kinder eine einmalige Erfahrung, denke ich. Wir hatten uns so einen wunderschönen Tanz ausgedacht, um die Dimensionen zu gestalten. Und ich dachte, das geht doch, wenn man einen riesen schwarzen Lappen hat. Und da kommen dann die Köpfe von den Schülern raus. Und erst hat man einen Kopf und dann 2 und 3 und so. Da hatte ich so eine Idee. Und dann dachte ich, ja, dann brauchen wir ein riesen Tuch. Da müssen dann Löcher rein. Aber wie machen wir das? Na? Ich bin in der Gruppe von Johanna und unser übergreifendes Thema ist Dimension und wir stellen verschiedene Dimensionen dar. Und dementsprechend habe ich mit verschiedenen Dimensionen gearbeitet. Ich habe mit der nullten Dimension angefangen. Das ist quasi nur ein Punkt. Das heißt, ich habe mit verschiedenen Bildern gearbeitet. Ich fange mit einem Punkt an, der wird zu einer Reihe und dann habe ich horizontale und vertikale Ebenen, die sich bewegen. Deswegen habe ich mit vielen Bildern gearbeitet. Erst ein Punkt, Reihe, dreidimensional. Zum Beispiel eine Dimension ohne Hände oder eine Dimension nur mit Frauen. Und dann haben die Schüler eine Phrase gelernt mit nur ihren Füßen und ihren Köpfen, denn wir haben ein bisschen erschwert gearbeitet, denn wir haben ein Tuch auf unseren Schultern liegen. Damit mussten wir viel arbeiten, viel ausprobieren. Gibt es abends wieder Leute vom Team, die an der Nähmaschine gehen und das dann weiter gestalten. Und ich dachte, es wäre auch toll, wenn man diesen Tuch plötzlich in 4 teilen kann und dass die Gruppe dann aufteilt. Naja, dann gucken die mich so an, aber dann machen die das mit Klettverschluss und plötzlich kann man das in 4 Stücke machen. Ist viel Arbeit, war ein paar Abende an der Nähmaschine, fühle ich mich auch ein bisschen schuldig, aber dann machen die das. Es war harte Arbeit, aber ich glaube, es wird funktionieren. Und anfangs hatte ich etwas Zweifel, wie das Projekt sein soll, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und man wird schnell zu einer gemeinsamen Gruppe und es ist eine schöne Erfahrung und ich empfehle jedem, dort mitzumachen. Ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik vind dat de kinderen eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen hebben meegedaan. Ze zijn meteen met de warming-up meegegaan met Vincent. En vanaf dat moment was voor mij eigenlijk al een verrassing over hoe ze al luisterden en meededen. Every year again on the Monday, sometimes I think, what am I doing? But every time on the Wednesday it all changes. And today we were just rehearsing with 2 groups together and the minis. And then to see that they're all singing and they have so much fun, that makes me very happy. So that's why every year I come back for some reason. Zingen is iets spannends. Zingen is kwetsbaar. Je moet geluid maken en meer dan praten. Je moet je kwetsbaar opstellen, je moet een verhaal gaan vertellen. En zeker in een groep met mensen die je kent en durven te gaan zingen is nogal een stap. En ik had niet verwacht dat de jongeren zo snel een stap durven zetten. Sometimes it's quite difficult to get them to sing. Because singing is something very vulnerable and you have to do it with your whole body, even though they don't understand that. En
Omdat dat zo snel gegaan is, omdat ze die stap zo snel hebben gezet, omdat ze zo snel met z'n allen hebben besloten, blijkbaar of aanvoelden, we gaan dit doen, we gaan zingen met elkaar. Just to get them to sing out loud at the end of the week and sing the songs that are written by the guys, it's so lovely. And you can also see that eventually they love to do it themselves. Hebben we al heel snel stappen kunnen zetten en ben ik nu al trots op het resultaat en heb ik echt het gevoel dat ze zingen. Dat ze meer doen dan alleen de woordjes goed of het ritme goed. Ze maken echt klank, ze zingen echt en ze hebben plezier erin. En als zangleraar vind ik dat op dit moment het allerbelangrijkste. Dat ze het gevoel hebben dat ze het naar hun zin hebben en dat ze echt iets toevoegen met hun stem. Well, they say at the start, I don't like to sing, I can't sing. At the end, they will all sing. And that moment for me is it's amazing, even though sometimes it's tough, but it always ends in something gorgeous. And that's why I really love this project. Es tauchen in der Projektwoche natürlich immer neue Probleme auf. Zum Beispiel, wir brauchen ganz viele Räumlichkeiten, weil wir erst in kleiner Gruppe arbeiten. Und ich habe dann die Techniker gefragt, können wir nicht den Theatersaal teilen, weil die ist so groß, können wir die nicht 2 Säle rausmachen. Und dann bauen die Techniker einfach eine Trennwand raus und haben wir einen Raum mehr plötzlich. Es ist ein sehr buntes Projekt. Es ist sehr lebhaft, sehr fröhlich mit Höhen und Tiefen, vor allem für die ganzen Schüler. Es ist natürlich sehr viel, aber es macht enorm viel Spaß und es macht total viel Spaß, mit allen zusammenzukommen. Mein Thema ist Körperdimensionen. Zum einen im Kostüm, aber auch in der Surrealität eigentlich. Was ist ein normaler Körper? Wie kann man durch Tanz, durch Bewegung, wie kann man damit spielen? Mit den Bildern, verschiedene Bilder kreieren. Ich glaube, es wird gut. Ich habe da Vertrauen in die ganzen Schüler, die machen mega gut mit, die sind motiviert. Ja, denen ein bisschen Selbstvertrauen geben, dass sie das am Freitag und am Samstag bei den Aufführungen gut machen können. Ich war mal im Konservatorium von Rotterdam und da gab es ein Konzert und verschiedene Studenten haben das Orchester dirigiert. Und da kam ein Typ, der machte das so toll, also die gleichen Noten, die gleichen Musiker, aber es klang plötzlich total anders. Und das war Roberto Bautista Rangel. Und ich dachte, den schnappen wir für B-Voice. Und seit 2013 ist er unser Dirigent und er macht das super. Er schafft es, um die verschiedenen Musiker im Orchester, die alle ein unterschiedliches Level haben, zusammenzubringen und da Musik rauszumachen. Und die auch zu fördern, dass sie was Großes leisten. Er macht das wirklich super. Es war halt was mit Singen und Tanzen und ich singe sehr gerne und ich tanze auch sehr gerne in meiner Freizeit zu Hause. Also mir wurde am ersten Tag des Projektes, also an dem Montag, gesagt, dass ich ein Solo singen könnte und ich habe dann ja gesagt. Und dann habe ich erstmal das Lied gehört und dann war ich erstmal so, wow, ich muss das alles auswendig lernen und so. Ich glaube, am ersten Tag waren wir alle noch so, ja, wird das noch was am Ende? Wird das am Ende halt noch was werden? Es war dann halt einfacher mit dem Text. Habe ich halt mit René noch die Instrumentalversion per E-Mail geschickt, sodass ich das Lied dann halt höre und dabei singen kann und halt immer weiß, wann ich singen muss. Also als wir mit dem Orchester geprobt haben zum ersten Mal, war es halt schwierig für mich, weil ich das Lied noch nicht so lange kannte. Ich kannte es nur einen Tag und ich habe auch den Text am selben Tag bekommen, wo wir halt die Orchesterprobe hatten. Und deswegen war es halt sehr schwierig reinzukommen und meinen Einsatz zu finden.
und auch die Tonlage, also die Tonhöhe. Mir wurde dann halt auch beigebracht, wie ich halt Emotionen reinbringen kann. Und das habe ich dann halt auch gut hinbekommen. Es war dann fast so, dass ich geheult habe manchmal. Manchmal kam halt zu Tränen, weil das Lied halt sehr traurig ist. Op dit moment ben ik bezig met een dubbelduet. 4 leerlingen heb ik uitgekozen om dat dubbelduet uit te voeren. We zijn wel echt bezig geweest met dimensies, maar dat is dans. We gaan alle richtingen op, we gaan de diepte in, de breedte. Dus hoe dan ook zit dimensies al in het moment dat je in beweging gaat als danser. En dan ook nog specifiek de dimensie tussen hun, tussen elkaar, tussen je partner en jou, tussen het andere koppel. Koppel A en koppel B. Heel bijzonder voor mij is persoonlijk om met dit project weer verbonden te zijn. Omdat ik met de allereerste B-Voice daar was ik docent van introdans en choreograaf. Dus toen heb ik hem van een hele andere kant meegemaakt. Dus na 9 jaar ben ik weer terug. En is het een cadeau om het op deze manier nu te mogen begeleiden voor de dansleerlingen. Jede B-Voice-Edition hat ein wissenschaftliches Thema, jedes Jahr ein anderes. Und dafür arbeiten wir immer zusammen mit Wissenschaftlern, die uns ein bisschen begleiten und dieses Thema erklären. Und seit ein paar Jahren arbeiten wir zusammen mit Anna-Maria Hartkopf, eine tolle Mathematikerin von der Freien Universität Berlin. Und sie hat dieses Thema bedacht und ich habe fast ein Jahr mit ihr immer wieder geredet über dieses Thema. Und dann kam eine Idee, wie man daraus Theater macht. Und Anna-Maria macht dann eine wissenschaftliche Einleitung an der Abend der Aufführung. Also das Publikum hört erst von ihr die Theorie sozusagen. Und das sieht man dann in der Aufführung wieder, in Choreografien, in Liedtexte oder in der Musik. Da erkennt man dann wieder, was vorher in der Einleitung erzählt worden ist. Was mich interessiert hat, das zu sehen, also einfach zu denken, wenn man jetzt, wie ich das halt bei dem Unendlichkeitsstück schon gesehen hatte, da waren ja viele Elemente, die aufgegriffen wurden und dachte ich so, oh, ich möchte das gerne zu dem Thema mal sehen, was sie daraus machen. Und so ganz konkret hatte ich halt die Idee, dass man diesen Hyperwürfel tanzt, also den 4-dimensionalen Würfel tanzt. Ja, in sich rotierbar ist. Und diese Rotation, wenn man sich die anschaut, dann sieht man die ja eigentlich auch immer nur auf dem Bildschirm, weil die Visualisierung davon, also Computervisualisierung funktioniert eben nur in 2D. Und dann habe ich gedacht, wenn man aber wirklich jetzt Tänzer hat, die diesen Würfel in der richtigen dreidimensionalen Welt tanzen, das möchte ich selber gerne sehen, wie das aussieht. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit diesen Kindern, mit den Jugendlichen das zu machen. War für mich auch spannend zu sehen. Ich hätte mir vorgestellt, dass der Choreograf schon die Choreografie fertig hat und sie dann den Jugendlichen beibringt. Aber sie haben das eigentlich miteinander so erarbeitet. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo dann dieser 4-dimensionale Würfel eingebaut wird. Und dann haben wir halt auch die Dimensionen quasi aufgebaut. Von der 0. Dimension ist einfach der Punkt, der sich nicht bewegt, und dann wird die erste Dimension dran gemacht und dann einfach mit so Gummibändern dann gemacht und dann wurde dieser Würfel nach und nach aufgebaut.
Ich mache in dem Projekt immer weniger selber. Also es gibt ganz gute Leute, die alles viel besser machen als ich. Aber ein paar Sachen mache ich noch und das ist für mich macht auch total viel Spaß. Zum Beispiel gibt es am Sonntag, wenn die Schüler aus Holland angekommen sind, ein Konzert, ein Auftaktkonzert von nur den holländischen Musikern. Und es hat total viel Spaß gemacht, das mit den Schülern in Holland vorzubereiten und das auch in Berlin dann zu dirigieren. Das ist für mich super, obwohl die das auch gut ohne Dirigent spielen können. Es gibt andere Sachen in der Projektwoche, die ich gerne mache. Ich arbeite immer mit den Solisten zusammen, um die zu zeigen, wie man auf der Bühne sich verhält, wie man das so singt, dass der Text auch richtig rüberkommt. Also das macht auch viel Spaß, so mit den Solisten daran zu arbeiten und Theater rauszumachen. Es gibt eine wichtige Rolle für den Chor der Einstein-Schule und mit dem Chor probe ich auch selber, weil ich möchte auch, dass die spüren, warum wir bestimmte Texte haben, warum die Musik so ist. Und ich mache das zusammen mit dem Dirigenten des Chores, also mit Uwe, der Lehrer von der Schule. Und das macht viel Spaß, um zusammen mit dem Chor das einzustudieren. Am Donnerstag in der Projektwoche kommt alles zusammen. Dann ist es zum ersten Mal, dass alles hintereinander gemacht wird. Und da kann ich auch sehen, ob das passt irgendwie. Da kann ich noch schnell Sachen ändern. Das ist eine ganz wichtige Probe für mich. Dann gibt es alle einzelnen Tänze, die zusammenkommen. Die Schüler lernen, wo soll ich stehen, wie schnell muss ich rennen, wie lange habe ich mich umzuziehen. Und für mich ist das eine wichtige Sache, weil dann sieht man auch zum ersten Mal, ob es zusammenpasst. Da kann ich noch schnell Sachen ändern. Ich kann mit den Technikern reden, wie der Ton klingen soll, wie das Licht aussieht. Und immer, wenn man es probt, es wird immer besser und besser. Und das ist auch die letzte Chance, weil dann gibt es nur noch die Generalprobe und dann soll alles fertig sein. Wir sind in der Projektwoche mit ganz vielen Leuten, also 130 bis 150 jeden Tag und später der Woche sogar fast 200, weil dann auch der Chor da ist und das Orchester. Und wir wollen, dass alle Teilnehmer behandelt werden wie Künstler. Also ich finde, man soll viel leisten, natürlich lange Tage, es ist anstrengend und so weiter. Dafür sind das für uns auch die Künstler, die wir auch verwöhnen möchten. Wir sorgen immer, dass leckeres Essen da ist und Getränke und Kaffee und was Süßes und so weiter. Und das macht alles das B-Voice-Team. Das ist eine tolle Gruppe, so von 15 Leuten. Und das warme Essen, das machen die zusammen mit den Damen von der Seniorengruppe von der Evangelischen Kirche in Britz. Und auch wir haben da immer nur gute Laune. Wir stellen das Team immer ungefähr 4 Wochen vorher zusammen. Das sind alles Ehrenamtliche, wie Sie sehen, alles Frauen. Und diese Damen kochen wunderbar, leckeres Essen, das fängt schon morgens um 8 an, dann riecht man schon, dass die am Backen und Braten sind und so weiter. Und die machen seit Jahren für uns das warme Essen. Und wir kochen in diesem Jahr für das B-Voice-Projekt bereits zum 6. Mal. Wir sind pro Tag immer 5 bis 6 Leute und wir arbeiten hier beim Kochen immer so circa 5 bis 6 Stunden. Aber die können nicht nur kochen, die können auch singen. Es gibt in dieser Kirche eine super gute Kantorei und wir haben gesagt, lass uns doch in diesem Jahr die mal mitmachen lassen. Also die verstecken wir im Publikum, die sitzen einfach zwischen den Zuschauern und plötzlich mitten in der Aufführung stehen die auf und singen ein Lied mit, was wir dann vorher natürlich einstudiert haben. Und das haben wir gemacht und es hat wunderbar geklappt. Und den ganzen Tag wird daran gearbeitet, dass man immer wieder was Leckeres zu naschen hat. Und im B-Voice-Team sind fast nur ehemalige Teilnehmer, die dann nach ein paar Jahren sich bei uns melden und sagen, ich möchte helfen. Und das ist eine wunderbare Stimmung untereinander, die haben auch viel Spaß, die müssen zwar sehr hart arbeiten, aber das funktioniert. Es gibt Teammitglieder, die kommen morgens um 7 und der letzte geht abends um 12 nach Hause. Also es sind lange Tage, aber mit Engagement machen wir das.
am Freitagnachmittag um 16 Uhr machen wir die Generalprobe. Und das ist eine Probe, wo alles zusammenkommt. Wir haben dann natürlich schon Montageprobe gemacht und so. Aber das ist die erste Probe, wo wir sagen, wir stoppen nicht, wenn nicht nötig. Also im Prinzip nicht. Auch wenn jemand stirbt, dann schiebt man den zur Seite und spielt mal weiter. Weil wir wollen das machen als eine echte Aufführung. Bei der Premiere, dann sind wir alle natürlich sehr aufgeregt, ob es klappt, ob alles läuft, wie wir das möchten. Es ist auch immer voll, also es ist immer ausverkauft und da kommen viele eingeladene Gäste auch, so Politiker, Schulleiter, Sponsoren und so weiter. Auch Angehörige von Schülern, die Familie kommt vielleicht mit, wenn die Schüler sich getraut haben, die auch einzuladen. Und manchmal kommen auch noch aus Holland Eltern, die dann mal die Aufführung angucken wollen. Und wir wollen die Leute toll empfangen mit dem Getränk und dem Snack und so. Und da soll gute Stimmung sein und es soll entspannt sein. Und so dass gute Laune ist, um das auch dann anzugucken. Geguckt von der Aufführung und es ist toll, wie ihr das gemacht habt und wie ihr da tanzt und Spaß habt und es sieht alles klasse aus. Ja, und wie ihr gesungen habt, da war ich so überrascht, dass ihr so gut singen könnt. Ihr habt besser gesungen als die Ältere. Wir singen das bis jetzt noch heute. Oh, echt? Ja. Den Karnevals, den Neukölln-Lied. Oder bei Fête de la Musik, das kann ich auch auf YouTube sehen, was ich da alles krieg. Auch zum Karneval, das muss ich nicht, hab ich alles schon gesehen. Unser Kies ist Multikulti, da brauch ich nicht rauszugehen.